Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige mal wieder eine Reportage von einer Dampfzug-Sonderfahrt in der Rhön. Diese fand bereits am 12. August 2023 statt und startete im nordbayerischen Vladungen. Zunächst aber noch aus medienrechtlichen Gründen ein Transparenzhinweis. Ich wurde als Fachjournalist für diesen Termin wieder von der Firma Bies Modellbahn eingeladen, inklusive 2 Übernachtungen und Verpflegung. Allerdings hatte ich keine Verpflichtung zu einer Gegenleistung und auch diesmal musste ich meine Anreise sowie Rückreise komplett selbst bezahlen. Aus Zeitgründen habe ich es leider erst jetzt geschafft, mein umfassendes Videomaterial entsprechend zu schneiden und ein wenig zusätzlich zu kommentieren. Jetzt aber erstmal zum Start dieser Sonderfahrt an diesem noch sehr schönen Samstagnachmittag. Wohlgemerkt noch, denn später wurde es leider zwischendrin mal wirklich heftig nass. Hier am Bahnhof des Fränkischen Freilandmuseums in Vladungen bekommt die 98 886 gerade noch ihre letzten Kohlen für diese Fahrt. So, jetzt fährt sie noch ein paar Meter vorwärts, um gleich Wasser zu fassen. Nun ein paar Infos zur Geschichte dieser Lok. Das ist eine sogenannte bayerische GTL 4/4. Sie wurde 1924 von der Lokomotivfabrik Krauss & Comp München mit der Fabriknummer 8275 gebaut und mit der Betriebsnummer 2636 an die Königlich Bayerische Staatsbahn ausgeliefert. 1925 erhielt sie die Reichsbahn-Betriebsnummer 98 886. Sie war bis 1968 im Einsatz. Zunächst auf der Lokalbahn zwischen Bad Neustadt und Bad Königshofen. Dann wurde sie ausgemustert und von der Stadt Schweinfurt gekauft. Allerdings wurde sie am dortigen Hauptbahnhof als Denkmal auf einen Sockel gestellt, wo sie viele Jahre ausharren musste. Wie viel Wasser passt da jetzt rein? Wie viel Wasser passt da rein? Wie viel Wasser passt da ungefähr rein? 3000 oder? Ja, 3500. Also laden wir jetzt insgesamt kommen wir auf 4200. Also insgesamt 4200 und momentan werden 3,5 Kubikmeter nachgeladen. Nun noch mal weiter mit der Geschichte der 98 886. Zum Glück wurde sie 1997 von ihrem Schattendasein als Denkmal in Schweinfurt befreit. Hierzu wurde sie vom Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Vladungen als Dauerleihgabe übernommen und bald darauf im Dampflokwerk Meiningen aufgearbeitet. Seit 1999 ist sie wieder unter Dampf und kommt hier im sogenannten Streutal zwischen Vladungen und Mellrichstadt oft für romantische Museumsbahnfahrten zum Einsatz. Im Jahr 2018 hatte sie aber leider einen Unfall und musste einige Zeit nach Meiningen zur Reparatur. Außerdem brauchte sie 2022 einen neuen Überhitzer, aber seither ist sie wieder auf Museumsfahrten unterwegs, so wie hier in dieser Reportage vom 12. August 2023. Als nächstes gibt es eine kleine Rangierfahrt am Bahnhof von Vladungen.
Und jetzt sehen wir hier Christian Leopoldseder von Leo Soundlab aus dem Süden von Österreich. Der bringt hier gerade ein Mikrofon an für Soundaufnahmen mit dieser 98886, die ja vom BES Modellbahn gemeinsam mit der Firma Wunder als Sonderedition aufgelegt werden soll und produziert werden soll. Und da soll natürlich dann auch das passende Geräusch mit drauf. Und ich lasse mir das jetzt gleich mal erklären, warum er hier die Mikrofone dann da oben anbringt. Aber jetzt lasse ich ihn hier erstmal arbeiten. Hier ist das eine Mikrofon dran. Oben am Schornstein ist auch schon eines dran. Christian, du machst hier Soundaufnahmen für dieses Modell, für demnächst? Genau. Also wir wollen die Lok nochmal artgerecht aufnehmen, auch wenn es halt nur 2 Wagen sind. Da hoffen wir, dass wir von Lokpersonal ein wenig Unterstützung bekommen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wo sind jetzt noch mehr Mikrofone? Da ist jetzt eines. Genau. Also da ist auch noch eines. Genau, wir haben eines indirekt zum Schlot, eines hängt Richtung Pfeife gerichtet. Dann haben wir auf der anderen Seite eines beim Fahrwerk unten drauf und last but not least das direkt gerichtete zum Schlot. Genau. Und aus der Mixtur aller Mikrofone versuchen wir den authentischen Klang wieder wiederzugeben. Und die nehmen jetzt komplett alle die ganze Fahrt einfach mal digital auf? Genau. Mit welcher Auflösung? Wenn alles funktioniert, nehmen die alle so auf, genau. In welcher Auflösung nimmt ihr die auf? Die haben 32 Kilohertz und ab der Straße 32 Kilohertz, 44 Kilohertz und 24 Bit. Also mehr als CD-Qualität. Genau. CD hat glaube ich 16 Bit. Genau, es ist auf jeden Fall CD-Qualität und drüber. Ganz genau. Und dementsprechend eigentlich über dem, was wir für die Decoder benötigen. Ich glaube, der ISO-Decoder braucht 32 Kilohertz
Der kann mittlerweile 32 Kilohertz und 16-Bit Auflösung, ganz genau. Genau, also dafür reicht es komplett aus. Und natürlich hat man noch ein bisschen das Bottleneck der Lautsprecher, vor allem bei den kleineren Maßstäben. Also somit alles vollkommen ausreichend. Das Ganze gibt dann einen Special Sounds der 98886 Ladungen Edition. Ja, genau. Und kommt dann in den Logsound 5 XL Decoder rein. Richtig. 5 XL und alle artverwandten Komponenten. Also es könnte dann auch sein, wenn einmal ein 5 normaler Decoder in einem Spur 0 Modell oder in einem H0 Modell drin ist, dass der auch ein bisschen besser klingt als aktuell. Vollkommen richtig. Wir haben das Ganze jetzt schon für Bravo auch gemacht. Genau, da spielt das Ganze auf dem Düller und Haas Decoder. Wir haben mittlerweile auch schon ein Soundprojekt, aber Kleinigkeiten wollen wir jetzt noch verändern, verbessern. Genau. Dann lasse ich mich mal irgendwann überraschen, was dabei rauskommt. Ja. Vielleicht habe ich die ja dann mal für ein Auspackvideo. Werden wir mal schauen. Und ich bedanke mich beim Christian Leopoldseder von Leo Soundlab aus Österreich. Herzlichen Dank ebenfalls. Nun kann es langsam losgehen mit unserer Sonderfahrt. Der Zug mit 2 Donnerbüchsen steht bereit. Am Zugende ist der CI 28 mit der Betriebsnummer 83771 Erfurt und vorne ist der CI 30 mit der Betriebsnummer 85676 Halle. Und wie es bei solchen Sonderfahrten üblich ist, gibt es vorher noch ein Fotoshooting mit der ganzen Reisegruppe. So, jetzt noch alle einsteigen bitte. Und auf geht's von Fladungen nach Mellrichstadt. Halt dein Handy fest, gell? Richtig fest.
Du filmst hochkant? Ich filme jetzt ausnahmsweise mal hochkant. Ja. Ich dachte, das machen nur Leute, die keine Ahnung haben. Nach dieser kurzen Kritik zu meinen vorherigen Aufnahmen geht es jetzt gleich zu Fuß in die Ortsmitte von Ostheim, damit wir unseren Hunger von der langen Reise ein wenig stillen können. Weit ist dieser Fußmarsch durch den Bahnhofsweg aber nicht. Das sind lediglich ca. 200 Meter. Gerne Getränke, was ihr wollt. So, kann ich haben? Cola? Bier dazu. Danke. Was noch? Für meine Frau noch einen. Sonst darf ich nicht zu Hause kommen. Die Bratwurst muss jetzt aber noch gealtert werden, patiniert werden, oder? Das gibt Ärger. So, jetzt sind wir für unsere Weiterreise wieder am Bahnhof. Wie gerade deutlich zu hören war, hat inzwischen das Wetter leider umgeschlagen und es ist nass geworden.
In den nächsten Minuten lasse ich jetzt einfach wieder die Bilder ein wenig wirken. Nun erreichen wir den Bahnhof von Mellrichstadt, wo gleich unsere 98 886 für die Rückreise umgesetzt wird. Da kommt die. Da wird es zum Filmen wahrscheinlich nicht schlecht. Nicht einladend. Genug. Wir halten mal die Hand drüber. Das hat die dann mit. In der Halle, da wo der Kamin ist, da war das. Nein, das wäre nicht cool. Und dann habe ich da Querschnitter und dann genau eine Punktplane. Das ist die Stange nicht. Ich bin ja ein bisschen abgelenkt. Jetzt sind die Kleider auch noch nass. Der hatte das echt nicht. Und? Ja. Und jetzt hängen wir. Du machst es sauber, ich mach da raus.
Ja, da braucht für die Scheiben. Isabella? Scheiben da oben runter pflücken. Ah ja, bitte. Ja, alles Handarbeit. Da bitte mal den Kollegen dahin, damit er was machen, arbeitet dran hier. Ja, ja, gut. Ja, das ist alles machbar. Diese ist auf der anderen Seite. Aber die ist zu klein. Die wird über den Rost fallen. Jetzt sind wir wieder auf der Rückfahrt nach Vladungen und ich zeige nun auch noch ein paar Impressionen aus dem Inneren der beiden Donnerbüchsen. In etwa 3,5 Minuten gibt es dann hier im Video auch noch einen stimmungsvollen Fotohalt auf freier Strecke. Jetzt schon aus da draußen. Und dann von Wien auf der Stadt wieder so raus. Das sieht man sich halt den nächsten Test. Wir haben jetzt Weißkirchen, das ist zwischen Wien und Baden. Ja, aber die sind eigentlich sehr zufrieden. Also es ist eine SPÖ.
Jetzt gibt es hier hochoffiziell einen Fotohalt mit Scheinanfahrt. Wir fahren auch über den Fahrtübergang drüber und wie gesagt, zu Häusern dann zurück. So machen wir das. Carsten, du kannst kommen. Lieber nach hinten. Jetzt wird der Zug nochmal zurückgesetzt, damit wir alle für die Weiterfahrt wieder einsteigen können. So, und nun sind wir wieder retour in Vladungen. Das war's mit meinen Impressionen von der Sonderfahrt mit der 98 886 am 12. August 2023. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal mal wieder besuchen würden. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.